Äh, Ganz ehrlich, ich will nur noch weg. Moin, das ist Michi und ich bin Kira. Begleite uns auf unserer Fahrradreise um die Welt. Am 2. Juni starteten wir in Emden, Ostfriesland und folgten der Küste durch die Niederlande, Belgien und Frankreich bis nach Dünkirk. Mit der Fähre setzten wir über nach Dover und verloren uns im Zickzack durch England, von Süd nach Nord durch Städte, Moore und Hügel, bis ganz hinauf nach Schottland. Wir besuchten die Shetlands, durchquerten die raue Weite der Orkneys und fuhren weiter über die äußeren und inneren Hebriden. Dann Nordirland, dann Irland. Zum ersten Mal mussten wir kurz den Zug nehmen, Michis Vorderrad machte schlapp. Und nun Wales, das neue Kapitel im englischsprachigen Raum. In diesem Abschnitt unserer Reise folgen wir der wilden Küste, fahren durch uralte Gärten und entlang der ruhigen Kanäle. Wir passieren Bristol und Bath, staunen über die Schleusen von Device und stehen am Ende still vor den Steinen von Stonehenge, bevor es Zeit wird für die letzte Fähre zurück aufs europäische Festland. Wales. Eigentlich wunderschön und trotzdem fühlt sich diese Etappe anders an. Der Gegenwind hört nicht auf, der Regen zieht sich durch die Tage und irgendwo auf der Straße zwischen zwei grauen Dörfern fragen wir uns zum ersten Mal, warum machen wir das eigentlich? Ganz ehrlich, ich will nur noch weg. Gott. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Es ist nicht so, dass wir aufgeben wollen, aber dieser Gedanke schleicht sich ein. Wenn die Kamera in der Tasche bleibt, weil alles nass ist, wenn der Kopf leer ist und gleichzeitig voller Zweifel. Und doch, es gibt sie, diese kleinen Momente, in denen es still wird im Kopf. Wenn der Regen aufhört, ganz plötzlich. Wenn der Wind für ein paar Minuten ruht und das Meer sich traumhaft vor uns erstreckt. Ein kalter. Der Herbst hat uns im Griff. Die letzten 2 Tage in Wales und dann geht's weiter nach England. Wenn wir uns noch Stonehenge anschauen. Und ja, da geht's schleunigst ab nach Frankreich. Halt. 20 Schnucke. Aber für den Moment ist es schön. Wir haben sogar die Südsee hier. Ist doch super. So etwas wildere Regionen in Wales. Das sind diese wunderschönen Gärten, die wilden. Genau, 22 Stück davon gibt's. Und wir sind jetzt in einem davon. Wir fahren wahrscheinlich noch einen weiteren. Die Kamera ist mal wieder beschlagen. Oh, ist ganz nett, sehr wild. Wales ist bekannt für seine historischen Gärten. Fast 400 sind im ganzen Land verzeichnet. Diese 22 davon sind sogar regionale Pflanzenschutzstandorte. Wie die Anlage bei Margam Castle im Margam Country Park. Wir fahren dort mit dem Rad hindurch, zwischen alten Mauern, offenen Wiesen und beobachten dabei zahlreiches Wild. Was für ein wunderschöner Moment, der uns langsam wieder wissen lässt, dafür machen wir es. Schönen Bretterpfad entlang. Ja, heute sind wir viel im Naturschutz unterwegs. Das ist herrlich. Die Cycle Route Number 4 ist ja bisher atemberaubend. Also an der Küste ein bisschen steil, aber ansonsten schön, einfach schön. Etwas zu wild. Newport bei Nacht. Tja, beziehungsweise wir fahren hier nicht so ganz durch.
Die Randbereiche reichen ja immer. Das sind die schönsten Gebiete in der Stadt meist. Ja, ansonsten läuft alles. Wir werden irgendwo hinter Newport schlafen. Ist übermalt. Leider. Aber nicht schlecht. Gott, ist hier viel Wasser. Ja, das ist der Regen der letzten Tage. Da sieht man, wir haben schon ein bisschen Regen abbekommen. Dann plötzlich, Buschaos in Bristol. wie ein grünes Band zieht sich der Radweg durch die Stadt. Ruhig, sicher und freundlich. Alte Eisenbahntunnel, sanfte Steigungen, die uns begleiten. Familien fahren vorbei und Rennradfahrer grüßen. Es ist, als hätte die Stadt verstanden, was wir gerade brauchen. Bristol gilt als die fahrradfreundlichste Stadt Englands. Kein Zufall, dass hier Sustrans gegründet wurde. Die Organisation, die das nationale Radwegnetz aufgebaut hat. Und wir merken, wir kommen wieder etwas bei uns an. Hinter Bristol lassen wir den urbanen Trubel zurück. Die Straßen werden schmaler, die Landschaft sanfter. Und plötzlich taucht es auf, wie aus einem Bilderbuch. Castle Combe. Das Dorf gilt als eines der schönsten in ganz England. Mit seinen steinernen Häuschen, der kleinen Brücke und dem alten Marktplatz wirkt es wie aus der Zeit gefallen. Das Herzstück ist die Kirche St. Andrews, erbaut im 13. bis 15. Jahrhundert, mit einer noch funktionierenden mittelalterlichen Faceless Clock. Sie hat keine Ziffern, also kein echtes Ziffernblatt. Stattdessen schlägt sie einfach die Stunde. Eine der ältesten Uhren ihrer Art in England. Der Weg nach Bath führt uns am Kanal entlang. Still, fast ohne Geräusche, nur das leise Surren der Reifen auf dem Asphalt. Die Landschaft erinnert ein wenig an Ostfriesland, an Zuhause. Und plötzlich ist sie wieder da, diese Frage. Was machen wir hier eigentlich? Seit 3 Monaten sind wir unterwegs. Und jetzt fahren wir zurück nach Südosten, in Richtung Heimat. Zumindest fühlt es sich so an. Doch Bath verzaubert uns durch seine eindrucksvolle georgianische Architektur sofort. Elegante Reihenhäuser aus hellem Kalkstein umgeben uns. Kein Wunder, dass Bath als UNESCO-Weltkulturerbe gilt. Es ist unser letzter Sonntag in Großbritannien und wir ziehen durch Bath auf der Suche nach einem echten Sunday Roast. Damit wollen wir noch ein Stück britische Tradition einfangen, bevor wir weiterziehen. Gefällt dir? Wirklich schön, hier riecht's lecker. Ich glaube, wir sind hier ganz richtig. Dein Mund ist dreckig. Schneidezähne dazwischen. Ein Wurst Sunday. Für mich und für den Michi. Aber vielleicht nur für mich. €27. Nee. Das Geld investieren wir lieber in unseren Sunday Roast. Wir folgen dem Kanal, ruhig, schon fast meditativ. Vor uns erscheint das Dundas-Aquädukt, das einen Kanal über den anderen führt. Bei den Schleusen von Devizes kämpfen wir uns durch 29 Stufen, ein Meisterwerk der Technik,
und des Durchhaltevermögens. Während das Wasser steigt und fällt, werden auch wir nass. Der Regen holt uns wieder ein und somit auch die Frage: Warum? Das stetige Auf und Ab der Schleusen spiegelt unsere eigenen Gedanken. Ja, nach so einem etwas verkorksten Start geht's jetzt gegen den Hügel. Wir haben mittlerweile 12 Uhr durch und einen Platten hinter uns. Haben bei der Fronttasche eine Halterung verloren. Es windet ganz schön. Nasse Schuhe, weil das Feld komplett unter Wasser stand. Und also der Weg hier ist wild, ist nicht, also jetzt gerade ist er wieder gut, aber davor dieser Bridleway war einfach über irgendein Feld und dann im Prinzip durch einen Sumpf. Jetzt sind wir froh, hier auf der Schotterstraße zu sein. Das Wetter spielt mit, wieder erwartend. Noch. Wir schieben die Gedanken ein weiteres Mal beiseite und erreichen nach dem katastrophalen Start in den Tag Stonehenge. Einen Ort voller Geheimnisse und Jahrtausende alte Geschichte. Die Steinkreise entstanden vor rund 4500 Jahren und bis heute rätseln Forscher und Besucher gleichermaßen. War es ein astronomisches Observatorium, ein Heiligtum oder ein Ort für Rituale? Niemand weiß es genau. Und so verlassen wir Stonehenge wieder. Check! Am letzten Morgen in Großbritannien bereiten wir uns ein Festmahl zu. Was gibt's heute zum Frühstück? Zimtschnecke an Pudding mit Apfelmus. Mmh. Und was gibt's zum Nachtisch? Milchreis mit selbstgemachten Apfelkompott. Doch der Abschied fällt uns schwer. Nach über 3 Monaten in Großbritannien und Irland geht es zurück auf das europäische Festland. Wir können es kaum glauben, wie schnell und gleichzeitig langsam die Zeit vergangen ist. Auf der einen Seite möchten wir gerne hier bleiben, auf der anderen Seite bringt uns der Wechsel in ein neues Land neue Kraft. Er zeigt uns auf, warum wir diese Reise machen. Er verspricht uns Neues. Aus diesem Grund überwiegt die Freude schlussendlich. Doch wir werden die abwechslungsreiche Landschaft und die Menschen der 2 Länder nie vergessen. Großbritannien und Irland. Wir werden eines Tages wiederkommen. Ganz bestimmt. Unsere letzten Meter im Linksverkehr. Na, verlassen wir Großbritannien? Ja. Zwischen den stillen Wegen durch grüne Gärten in Wales bis hin zu den historischen Dörfern Südenglands haben wir gezweifelt und innegehalten. Wir haben das sanfte Band der Kanäle gespürt, die Schleusen überwunden und sind ehrfürchtig vor Stonehenge gestanden. Ein Ort voller Geheimnisse und zeitloser Magie. Zwischen all dem haben wir uns immer wieder gefragt, warum sind wir unterwegs? Und obwohl die Antworten noch offen bleiben, hat uns diese Reise ein Stück näher zu uns selbst und in Richtung Frankreich geführt. Frankreich empfängt uns mit der Suche nach dem besten Croissant des Landes und beeindruckenden Sehenswürdigkeiten. Wir müssen eine letzte Regenphase überstehen, morgen voller Nebel trotzen, bis sich das Wetter endlich bessert. Doch welche Überraschungen hält das Land für uns bereit? Werden wir den ersten Durchhänger abschütteln? Wird uns die deutsche Vergangenheit in der Normandie einholen? Wir wissen es nicht. Und doch radeln wir mit neuer Motivation zurück auf das europäische Festland.